Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und ich dachte mir, ich gehe mal auf Facebook Live wieder und arbeite weiter an meinem Kräuteralbum. Küchenkräuter Mini-Album. Wie ich das gebunden habe, das habe ich schon gezeigt. Auch die ersten Seiten habe ich schon ausgestaltet, also der Buschbasilikum und das violette Basilikum, die haben schon ihre Seite bekommen. Hier übrigens sehe ich gerade ein großes Problem, das kriege ich nicht gezüchtet bis jetzt. Ich muss mal die nächsten Körnchen da nochmal in die Erde werfen, weil die letzten haben es nicht geschafft. Ich glaube, irgendwo steht genau hier empfindlich, aber dekorativ, also man möchte es schon haben. Da übe ich noch ein bisschen, ich halte dich auf dem Laufenden. Heute geht es weiter mit der Innenausgestaltung und ich dachte mir, du kannst mir einfach wieder hier in meiner Kreativwerkstatt über die Schulter schauen. Jo, was habe ich vor? Ich wollte heute mal die Speisechrysantheme gestalten, die Seite. Ich habe das Merkblatt von meinem Adventskalender schon mal eingeklebt. Und hier habe ich mir so einen kleinen Zettel gemacht und geschaut, was da wichtig wäre, was ich mir unbedingt merken möchte. Das klebe ich dann hier rein. Auf die linke Seite mache ich später noch, das werde ich aber wahrscheinlich mal in einem Arbeitsschritt machen, dieses embosste Schild, wo drauf steht, wann wird es gesät und wann kann es geerntet werden oder ab wann kann es geerntet werden. Ja, und das Ganze soll so im Lauf der Zeit aus meinem Adventskalender vom letzten Jahr so ein richtig schönes, praktisches Sammelsurium machen, was mir Ideen gibt für die Küche, für den Garten, ja, und fürs Essen. Oder trinken. Apropos trinken. Heute, ich habe ein neues Getränk. Kaffee ist bei der Wärme ja nicht so ganz der Kracher. Bei mir gibt es dünnen Kräutertee, gekühlt mit Apfelbirnensaft und dazu ein kleines Melissenkraut aus dem Garten. Jetzt mal gucken, wie es schmeckt. Durch die Melisse schmeckt das gleich noch einen Ticken frischer. Ja, schauen wir mal, geht's los? Wie ich meinen Titel gestalte, das zeige ich vielleicht mal zwischendurch. Mache ich wahrscheinlich im nächsten Mal, aber ich habe schon einen Plan dafür und das zeige ich und deswegen lege ich jetzt mal einfach los. Es ist nicht so wie sonst in den Videos, dass hier schon alles vorbereitet und zurecht liegt, sondern du kannst mir eben beim Basteln und beim Entwerfen über die Schulter schauen. Jo, ich dachte mir Speisechrysantheme, was passt da gut? Da passt ganz gut dieses Libellengarten, weil ich finde hier dieses Grün, also die Wiesenpflanzen passen echt gut. Wenn ich die so gestalte, dann müsste das eigentlich aussehen wie eine Speisechrysantheme. Und die werde ich embossen. Mal gucken, ob ich ein sauberes Läppchen habe. Letztens habe ich auch mit einem schmutzigen Läppchen drüber gewischt, war auch schön. Ich nehme mal ein neues. Wische hier einmal drüber. Und dann wird embosst. Dazu brauche ich den länglichen Stempelblock. Falls es interessiert, welche Nummer ist es? Nummer I. Und ein Versamark Stempelkissen. Fleißig rein. Hier drüben hingestempelt. Ich stempel das auf Pergament. Bin gespannt, wie es am Ende wird. Ich habe es also noch nicht ausprobiert. Also die Sache schon als solche, aber eben nicht hierfür. Und dann wird es hier mit Pulver bestreut. Schauen, dass wir alles erwischen. Und dann schön abklopfen. Natürlich wieder Pulver daneben gekippt. Mann, Mann, Mann. Mal schön zu. Fläche freiwischen. Haben wir einmal den Embossing füllen. Und los geht's. Ja, das Schöne ist, bei Pergament geht es eigentlich noch schneller. Schau mal, ist fertig embossed und sieht eigentlich richtig cool aus. Ich glaube, die Idee war gut. Okay, jetzt schneiden wir es erstmal grob ab. Zu viel einkleben will ich ja nicht auf die Seiten, also ich muss schon schauen, dass ich maximal eine Lage klebe.
Und jetzt schneide ich das mal so leicht grob aus. Ist ja Pergament. Das sieht man gar nicht so, fällt nicht so ins Gewicht mit wie weiß. Wackel ich mal hier mit meiner Schere rum. Super, das sieht schon mal gut aus. Und jetzt schaue ich mal, ob da eine weitere Gestaltung nötig ist. Oder ob wir sagen, wir machen das einfach so einfarbig. Mal gucken. Schauen wir mal. Das sieht schon mal richtig schicki aus. Dann kommt hier dieses Schild hin. Dann würde ich sagen, setze ich das so halb drunter. Und oben kommt mein Foto hin. Sache ist, da ich das Foto ja noch nicht habe, das Foto aber gerne drunter setzen möchte. Ich hätte kleine Fotos, also Fotos mit kleinen Pflanzen im Moment. Oh, schmeckt aber auch lecker. Ja, aber ich will ja die Blüte haben. Also da müssen wir noch warten. Deswegen klebe ich das noch nicht auf. Aber der Vorteil ist, bei meinem Buch, so wie ich das gebunden habe, habe ich ja lauter Fächer. Also packe ich mein Material für diese Seite in dieses Fach zur späteren Bearbeitung. Ja, kann man mal machen. Und widme mich gleich mal welchem Kraut? Dem Estragon. Hier ist der Estragon. Hier habe ich mir schon mal aufgeschrieben, was ist wichtig. Windgeschützt, in der Sonne, Halbschatten, humusreicher, feuchter Boden. Okay, das hat es geschafft. Es passt, wenn es fertig ist, zu Fisch und Geflügel und verfeinert den Senf und regt den Appetit an. Das ist ja auch gut. In Boden kommt es von April bis Juni und ernten können wir es, habe ich nicht stehen. Ich glaube, je nachdem wann es reinkommt, ab August, ab Juli, August. Suche ich noch raus, kommt noch. Auch die Seite werde ich hier einkleben, wie ich das mache, habe ich ja letztens schon mal zur Genüge gezeigt. Das ist also im Video Nummer 2 vom Mini-Album, wer das sehen möchte. Ich packe die Zutaten hier rein und habe mir für die Seite überlegt, ich gestalte, hier meine Streifen, das mal mit dem Stempelset, habe ich wieder gesucht. Ich habe es versteckt. Es ist immer dasselbe. Moment. Hier. Für alle Zeit. Und daraus denke ich, nachdem ich lange recherchiert habe und Bilder verglichen habe, dieses Kraut hier unten ist jetzt mein Estragon. Dort ist dieses. Es hätte noch ein wenig mehr schmalere Blätter geben können. Haben wir aber nicht. Dann können wir sie auch nicht nehmen. Also nehmen wir das so. Und dafür stempel ich mal hier so ein bisschen vor mich hin in. Das hat mein Color Coach mir gesagt, nachdem ich lang genug die Grüntöne hier rangehalten habe. Macht sich ja ganz ideal. Das war viel zu blass, bin dann aber angelandet bei Gartengrün. Das fand ich gut. Und den hellen Farbton, da habe ich mir gedacht, da brauchen wir ein Farngrün. Das hat sich jetzt hier versteckt. Farngrün, ja. Die zwei zusammen, denke ich, passen ganz gut. Ja, dann versuchen wir das einfach mal. Wie können wir da stempeln? Wir können die einmal einzeln stempeln. Okay, sieht ja schon mal schicki aus. Ich weiß noch nicht, wie viel ich brauche. Die Frage wäre natürlich auch, ob wir sie da direkt reinstempeln könnten. Da uns da nichts anbrennen kann, versuchen wir das auch gleich. Weil wir können ja dann die andere drüber setzen. So. Und eine Idee habe ich auch noch. Moment. Ich nehme mal die Stampin' Breitmarker in Farngrün und Gartengrün und male mal ein geschecktes Kraut. Und zwar den Stiel male ich jetzt mal mehr dunkel. Die Linien auch. Mal sehen, wie das wird. Ich bin gespannt. Mache ich nicht so oft. Aber nachdem der Einsteiger, Stempelnerd Jonas, das mal so locker gemacht hat, dachte ich, Mensch, habe ich noch nie gemacht. Ich weiß, dass man das machen kann, aber wie gesagt, ist nicht meine erste Option.
probieren wir einfach mal. Ich bin ja eher so aktuell der Fan von den Stampin' Blends. Aber wir probieren das mal. Wie schaut es aus? Gescheckt halt. Schau mal her. Also es gibt schon einen etwas aktiveren Look. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich mache das jetzt nochmal so rum, dass ich mit dem Farngrün unten drin anfange. Das wischt ganz schön. So. Super. Und mit dem Gartengrün, mit dem dünnen, nochmal die Konturen reinsetze. Mal sehen, ob das so dünn geht oder ob das schrottig wird. Probieren wir gleich mal. Letzter Abdruck. Ja, es sieht schon sehr, sieht echter aus, ne? So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir noch einmal das Gartengrün und schauen uns das mal an. Auch hier kommt ja unten das Schild hin. Aber wir könnten dahinter ja mal locker Estragon setzen. Und wenn wir hier stempeln, brauchen wir eine feste Unterlage. Das heißt, wir klappen einmal alles rum und hoch. Jetzt, Unterlage war das Stichwort. Legen wir eine Unterlage drunter. Und setzen das mal locker auf die Ecke. Okay, es geht auch vom Effekt her. Ne? Und ich denke mal, wir machen eine Mischkultur. Wir setzen ein paar rein und wir stempeln einige oben auf. Also wir stanzen noch alle 3 Elemente. Okay, stempel ich mal hier einfach eine Runde Estragon. Haben wir, und dann nehmen wir nochmal das Ganze in Farngrün. Mal sehen, wie das geht. Wir haben ja immer noch notfalls die Option, die einzelnen ausgestanzten Elemente dann drauf zu kleben. Also ein bisschen kürzer rein. Super. Ich bin durchaus nicht unzufrieden. So, super. Haben wir schon mal eine schöne Estragon-Seite. Ja, es wächst ja eigentlich ziemlich gut. Also setzen wir das auf die andere Seite auch noch. Probieren mal, ob das funktioniert. Und zwar setzen wir noch hier unten einfach einen Estragon. Ja, ein bisschen Abdruck, aber da kommt ja nachher, Moment, die Chrysantheme ist geflogen. Da kommt ja nachher unser schwarzes Schild drüber. Perfekt, ich bin zufrieden. Jo. Stempel mal gleich wegpacken. Letztens habe ich ja Stempel gesucht. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Ich habe da einfach eine andere Hülle gepackt. So, jetzt brauchen wir Stanzformen und nehmen mal gleich die kleine Stanz- und Prägemaschine. Dass wir Platz schaffen. Schon mal alles in die Stelle packen, wo sie hingehören. In den Stall. Dann vorsichtig die Stanzmaschine auspacken. Und die richtige Form suchen. Okay. Schauen wir mal. Wir brauchen ja, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal richtig zum Stanzen Elemente und wir haben Konturenstanzen. Jetzt brauche ich die Konturenstanze. So, das hätte ich noch von vorher aussuchen können. Die ist es nicht. Die ist es auch nicht. Die ist es auch nicht. Aber jene ist es. Sehr schön. Habe ich noch viel zu wenig mitgemacht mit diesem tollen Set. Stelle ich mal so fest. Okay, also hier mal ein schönes Paket packen. Und zwar die Platte Nummer 1 unten, die 2 drauf und die zweite 2 oben drauf. Und dazwischen jetzt unsere Stanzform. Und die zweite oben drauf, wie gesagt. Und dann ab durch die kleine Kiste. Machen Sie nicht so einen Stress, das wird schon. Kaum verrutscht, das passt super.
Perfekt. Und dann nehmen wir mal noch den zweiten und dritten. Und zwar noch einen von diesen bunt gemalten. Oder nee, wir nehmen hier den einfarbigen und den anderen einfarbigen. Wieder drauf. Schauen, dass es nicht verrutscht. Passt. Festhalten, andrücken, oben drauf drücken. Durchkurbeln und fertig. Also es ist wichtig, den Druck von oben notfalls zu erhöhen. Dann funktioniert das super. Und die letzte Form. Wie gesagt, dieses Set sollte man viel öfter benutzen. Dann wüsste man auch den Namen für alle Zeit. Ansetzen und ab jetzt oben drauf drücken. Durch und fertig. Macht sich ideal mit dem kleinen Teilchen. Die große steht hinter mir. Ginge genauso, aber kannst du ja nicht zugucken. So, die Stanzform ab ins Körbchen. Klappen hier hinten schön daneben stellen. Ist alles wieder aufgeräumt. Siehst du, hier haben wir ein paar Blätter übrig für später. Und dann setzen wir uns das hier mal schön zusammen. Jo, ich setze das zuerst rein. Nehme da doppelseitiges Abreißklebeband. Ziehe das mal einfach zweimal hier aufeinander. Das reicht auch schon. Setze das hier so gerade mittig hin und nehme eins meiner beiden Blätter und setze das deckungsgleich auf den Stempel drauf. Genau. Und da werde ich jetzt vor allem Klebstoff einstreichen an den Stellen, wo ich mir sicher bin, dass es da klebt. So, und so ist das mit diesen Blättern ja wieder so eine Sache, dass da nicht zu viel übermatzt. Nennen wir es mal so. Brauche ich noch ein Papierchen, Schnippel, streiche das einmal ab und dann gehe ich eigentlich sicher, dass da so gut wie nichts nebenbei rausquillt und setze das jetzt hier deckungsgleich auf den Stempel, den ich vorhin angesetzt habe. Super, das ist doch wieder perfekt. Drücke das Ganze an, minimal verschieben, damit mir die Ecke da unten nicht so rausstiebelt. Perfekt, das passt. Und werde jetzt noch 2 weitere aufsetzen, weil ich es einfach witzig finde, das so drüber zu setzen. Genau. Gleiches Prinzip, also einige sind auf den Boden gestempelt. Ich muss mal gucken, ob ich die eher dazwischen setze. Das Ding ist, man sieht ja, wenn man stanzt, den weißen Rand. Und da muss ich gucken, was mir jetzt am besten gefällt. Also eigentlich gefällt es mir da gut. Und ich glaube, ich hau noch eins hier drüben hin. Ja. Aber genau andersrum. Gut. Dieses hier, also. In dem Fall kann ich nicht meinen Trick anwenden, die gegeneinander zu drücken, sondern ich nehme meine Stempelabziehplatte. Genau. Drücke hier nochmal ein bisschen Klebstoff drauf. Ziehe ab. Setze das Teil deckungsgleich hier drauf. Bei dieser Kante finde ich es nun wieder in Ordnung, wenn das Bild oben drüber klebt. Und wenn mir es nicht gefällt, würde ich noch eine Schicht draufsetzen. Tja. So einfach. So. Abgezogen, das schmeiße ich jetzt mal weg, ehe ich da tausendmal reinfasse. Und das geht hier drüben ins Estragon. Auf die Seite nochmal gut andrücken. Auch gut angedrückt, und wenn noch ein bisschen Klebstoff dran sein könnte an der Rückseite, mache ich das jetzt mit meiner anderen Schere. Schneide ich hier einfach mal alles ab, was übersteht. Das machen wir mal so rum, guck mal besser ran. Und hier drüben. Und hier unten das Element. Oh, ich sehe schon den Kerbel. Für den Kerbel habe ich auch schon einen Plan. In dem Stempelset, beziehungsweise die Stanzformen von Wiesenruhe, die haben Tatsache einen echten Kerbel drin.
Und ich denke, es ist eher Kerbel als Petersilie. Was meinst du? Schau dir das mal genau an. Also, ich tippe eher auf Kerbel. Ich habe noch so ein anderes tolles Kraut. Unten sieht ähnlich aus, aber gerade nicht auf den Namen. Kommt noch. Ja, je länger die Melisse da drin ist, umso frischer wird das. Glaubst du es? Obwohl es sogar wärmer wird inzwischen. Es bleibt frisch. Jo, also der Escargot. Ich klebe den nachher hier noch drauf. Wunderbar. Hier drüben kommt später mein Foto hin. Hier unten sind die Tipps. Die kleinen embossten Schilder kommen da auch noch dran. Seite heute wieder fertig gemacht. So gut wie fertig. Und hier warte ich nur noch auf mein Foto und werde dann die Elemente der Reihe nach hier rankleben. So versetzt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da oben doch noch ein bisschen Gelb drauf setze. Das kommt dann beim Fertigstellen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Und dann wollte ich ja noch sagen, wie habe ich mir den Titel gedacht. Und da ist bei mir Tatsache neues Spielzeug eingezogen. Und zwar What's Cooking. Und die Stanzformen in der Küche, noch gar nicht offen gehabt. Muss ich mal reingucken. Ich mache das dann immer so, ich packe die auf. Mal gucken, ohne mein Licht zu verschieben, wie das dann weitergeht. Ich nehme dann eine Magnetfolie schon zugeschnitten und packe da die Stanzformen dann später drauf. Kommt hier rein, die Stanzform setze ich einfach drauf und gut ist das. Und hiermit und wahrscheinlich mit der Wiesenruhe werde ich den Titel gestalten. Und zwar dachte ich mir, dieses Brett finde ich cool und die Gewürzstreuer, vielleicht auch das Messer und das Ganze zusammen auf den Titel gesetzt mit Kräutern zwischen. Ich glaube, das wird eine coole Variante. So, wie gesagt, das packe ich dann nachher da drauf. So rum packe ich das rein, weil dann sehe ich das immer gleich. Meistens stanze ich mir auf die Rückseite nochmal eine Platte in anderen Farben die ganzen Elemente, damit ich die auch erkenne. Und manchmal bekommt man so neue Ideen, was man daraus noch machen kann. Jo, das ist zum Beispiel auch ein schönes Segel hier, oder? Da fallen einem bestimmt viele Sachen ein. Ja, das wird der Titel. Beim nächsten Mal kannst du schon wieder gespannt sein und mir gern über die Schulter schauen. Ja, das war's schon wieder für heute aus meiner Kreativwerkstatt live, Facebook Live. Und am besten du schaust gleich mal auf meinen YouTube-Kanal, da siehst du Teil 1 und Teil 2 zu diesem Mini-Album, wie ich das gebunden habe und die ersten Gestaltungsseiten. Und auch alle weiteren Videos und außerdem jede Menge Ideen und Anregungen und natürlich ganz viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen, aber auch ganz schnelle Anleitungen. Jo, das war's. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis demnächst. Wir sehen uns auf meinem YouTube-Kanal. Deine Angela von der Stempelfamilie.